Komm mal kurz näher. Du kennst es doch auch. Du kaufst dir morgens Brötchen beim Bäcker und am Abend freust du dich, die noch zu essen und merkst, die sind steinhart und du könntest jemanden damit erschlagen. Ich habe die Lösung. Diese Körnerbrötchen sind die leckersten Körnerbrötchen, die ich je gegessen habe. Und das Beste daran ist, die halten für mehrere Tage frisch. Du möchtest auch wissen, wie man die macht? Ich zeige es dir. Ich blende dir jetzt alle Zutaten ein, die wir für dieses Rezept brauchen. Das Rezept findest du aber auch in der Videobeschreibung, check das da aus. Als allererstes fangen wir an mit dem Brühstück. Für das Brühstück wiegst du dir von den 200 Gramm Weizen Vollkornschrot 50 Gramm ab und gibst dann die Leinsamen, Sonnenblumenkerne und das Sesam mit dazu. Schüttest jetzt 300 Milliliter kochendes Wasser drauf und verrührst alles zu einer Masse. Wir machen das Brühstück, um die Saaten vorzuverquellen, damit die später nicht das Brötchen austrocknen. Wenn du dann das Brühstück abdeckst, merk dir, dass du am besten Frischhaltefolie nehmen sollst, die direkt an der Masse drauf anliegt, weil sonst deine Feuchtigkeit verfliegt und bleibt dann nicht im Brühstück oder es bildet sich sogar eine Haut, die eventuell später dann Klumpen bilden kann. Jetzt ist es halt noch wichtig, dass du dein Brühstück komplett abkühlen lässt, bevor du es benutzen kannst. Also mach es am besten am Abend und lass es über Nacht draußen einfach stehen. Ja, schau mal, wie der aussieht. Immer noch weich, aber dann weiß ich ganz genau, dass die Samen auch nicht mehr Wasser aufnehmen können. Also das war die optimale Menge an Wasser. Wir geben jetzt alle Zutaten in die Rührschüssel. 200 Milliliter kaltes Wasser. Frühstück. Dann die Mehle. Unser Salz. Unser Backmittel. Und unsere Hefe. Das lassen wir jetzt langsam laufen. Und stellst es etwa nach 2 Minuten auf eine höhere Stufe und knetest den Teig fertig. Falls du dich noch nicht mit weichen Teigen auskennst, würde ich dir raten, etwa 50 Milliliter weniger Wasser zu nehmen, weil er dadurch fester wird und leichter zu verarbeiten ist. Nach etwa 8 Minuten ist der Teig ausgeknetet und wir prüfen den mit der Fensterprobe. Dazu befeuchtest du deine Hände ein wenig und ziehst den Teig auseinander. Wow, das ist ein perfektes Klebernetz. Wenn der Teig dann ausgeknetet ist, bemähst du deine Arbeitsplatte, likest dieses Video und schmeißt den Teig auf die Arbeitsplatte. Der Teig ist noch relativ weich, aber das enthaltene Vollkornmehl quillt noch nach und dadurch wird der Teig noch fester. Jetzt können wir ihn etwas dehnen und falten. Jetzt nimmst du dir eine Schüssel zur Hand und etwas Olivenöl und bestreichst den Boden und die Seiten mit Olivenöl, damit der Teig nicht festkleben kann. Jetzt schmeißt du den Teig in eine Schüssel und drückst ihn ein wenig flach. Anschließend deckst du den Teig ab und lässt ihn für 1 Stunde ruhen. Nach etwa 1 Stunde hat sich mein Teig verdoppelt und wir schauen uns den mal an. Optimal, der ist schon gut aufgegangen. Jetzt können wir ihn falten, indem wir jede Seite so überschlagen. Jetzt drehen wir ihn nochmal um 90 Grad, falten ihn nochmal zusammen und drehen ihn komplett um. Und jetzt decken wir ihn nochmal ab. Jetzt kann er noch weitere 1 bis 2 Stunden liegen. Der Teig hat jetzt insgesamt für 3 Stunden geruht. Wir haben ihn einmal zusammengeschlagen. Jetzt schauen wir uns den mal an. Oh, schaut euch den mal an. Ist ja richtig schön fluffig. Wir werden jetzt den Teig aufarbeiten. Du nimmst etwas Olivenöl und bestreichst deine Arbeitsplatte damit. Jetzt stürzt du den Teig auf die Arbeitsplatte und bringst ihn ein wenig in Form. Jetzt stichst du 12 gleich große Stücke ab. Oh, mir ist aufgefallen, dass ich noch keine Saatenmischung vorbereitet habe, aber das ist kein Problem, das machen wir jetzt. Dazu nimmst du einfach Weizen-Vollkornmehl und gibst es in eine Schüssel. Dann etwas Sesam und ein wenig Haferflocken. Und das mischst du zusammen. In die andere Schüssel machst du Sonnenblumenkerne. Das ist aber nur ein Beispiel, du kannst jedes Topping nehmen, welches du möchtest. Jetzt nimmst du dein Brötchen und legst sie mit der Oberseite in die Mehl-Sesam-Mischung und mit der Unterseite in die Sonnenblumenkerne und legst sie auf ein Backpapier.
Und das machst du mit 6 Brötchen, weil in etwa 6 Brötchen passen in einen ganz normalen Ofen. Jetzt deckst du die mit der Folie ab oder einem leicht feuchten Küchentuch und lässt sie vor sich hin reifen. Ich möchte gerne noch eine Variante machen. Ich mache jetzt noch runde Brötchen. Dazu nimmst du den Teigling und kliefst ihn in den Händen rund. Am besten machst du es in den Händen, weil auf der Tischplatte wird es nicht funktionieren wegen dem Olivenöl. Jetzt tunkst du die auch mit der Oberseite in die Mehl-Sesam-Mischung und mit der Unterseite in die Sonnenblumenkerne. Und deckst diese auch ab. Die lassen wir jetzt alle zusammen reifen. Jetzt sind 45 Minuten vorbei und jetzt kannst du sie backen. Schau sie dir mal an. Wir backen erst die hier und dann die, weil wir bei denen weniger bearbeitet haben. Die anderen haben wir rund gemacht und die haben wir einfach nur abgestochen. Deswegen können wir sie jetzt schon backen. Ich backe die Brötchen bei 220 Grad Ober-Unterhitze mit viel Dampf und nach etwa 5 Minuten stelle ich den Ofen auf 200 Grad Umluft und backe die Brötchen für weitere 15 bis 20 Minuten. Schaut euch mal diese wunderschönen Brötchen an. Die waren jetzt 23 Minuten drin. Ich lasse den Ofen nochmal für 10 Minuten hochheizen und anschließend backe ich die anderen Brötchen. Wichtig ist bei diesen Brötchen auch, dass ihr unten eine heiße Oberfläche habt. Deswegen nehmt ein dickes Backblech oder am besten noch einen heißen Pizzastein, wo ihr die Wecken drauf backt oder die Brötchen drauf backt. Weil ansonsten kann es sein, dass sie euch zusammenfallen, weil von unten zu wenig Hitze kommt. Die Brötchen sind jetzt soweit abgekühlt, dass wir sie anschneiden und probieren können. Schaut euch die mal an. Jetzt schneide ich jeweils eins auf und wir können vergleichen, wie die von innen aussehen. Schön, ganz schön saftig. Sieht genauso aus. Ist nicht luftiger oder sonstiges. Jetzt werden wir mal ein Brötchen probieren. Boah. Man schmeckt richtig die Saaten raus. Sehr fluffig, sehr weich, sehr saftig. Man kann das Brötchen auch so essen, da braucht man gar keinen Belag. Also wirklich super. Ich hoffe, dir hat das Rezept gefallen und ich wünsche dir, dass du das nachbackst aus dem Grund, weil die schmecken besser als in jedem Bäcker. Vertrau mir, probier das aus und du wirst nicht enttäuscht sein. Und wir sehen uns im nächsten Video. Du backst das!